Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich will euch heute mal ein neues LG Notebook vorstellen. Wir haben hier ein neues LG Notebook, wie schon erwähnt. Das nennt sich LG Gram 15Z90N. Es gibt es aber auch als 14 und als 17 Zoll Variante, das ist die 15,6 Zoll Variante. Ist ein sehr edles Gerät, sieht auch sehr hochwertig aus. Ich zeige es euch gerade mal ein bisschen. Das ist sehr dünn, sehr leicht, sehr dünnes Display auch. Kann ich euch gerade mal noch im ausgebauten Zustand zeigen. Ich drehe gerade erstmal das Gerät rum. Der Aufbau von innen. Ich habe die Bodenplatte hier schon mal abgenommen. Die Gehäuseteile sind auch alle aus Magnesium und sehr dünn. Man sieht hier ein großer Akku, der macht auch wahrscheinlich das meiste am Gewicht aus. Sonst wird man gar nichts mehr in der Hand halten bei dem Gerät. Es hat in dem Fall eine aufgelötete i15. Generation und 8 GB Arbeitsspeicher aufgelötet und hat aber separat noch einen Steckplatz für weiteren Arbeitsspeicher. Ich habe es getestet, also da geht auch noch zusätzlich ein 32 GB Modul zum Beispiel. Dann hat es eine PCI Express SSD und daneben nochmal einen Steckplatz für eine zweite. Also das ist ganz gut ausgestattet auch, das Gerät. Ja, ich zeige euch hier mal noch das Display. In dem Fall ist es glänzend, das ist vielleicht der einzigste Nachteil, aber es ist vom Bild her, finde ich, sehr gut, von der Farbe, sehr scharf und es ist sehr dünn und flexibel. Also hatte ich so jetzt auch noch nie in der Hand, muss ich zugeben. Auch die Gehäuseunterseite ist ganz dünn, also da ist kaum Material dran. Ja, ich kann das Gerät auch mal kurz einschalten, dass ihr das Display vielleicht selber mal seht. Sehr schön, sehr hochwertiges Gerät. LG hat ja lange gar keine Notebooks mehr gemacht und hat jetzt da wieder eine Serie auf den Markt gebracht, die ihr Geld mit Sicherheit wert ist. Wir haben hier noch zu den Anschlüssen, das heißt zweimal USB 3, Kopfhörer, Mikrofon, Micro-SD-Kartenleser und auf der anderen Seite hat man nochmal USB 3, HDMI und das Netzteil, schon ein rundes normales Netzteil dabei. Dann hat es noch einen USB-C Anschluss, das müsste der Thunderbolt 3 theoretisch sein, wenn ich es richtig erkenne. Über den kann man das Gerät auch laden, also wenn ihr kein normales Netzteil wollt, geht es auch mit dem über USB-C. Das könnt ihr übrigens bei uns auch erwerben. Ja, jetzt habt ihr das Notebook mal kurz gesehen. Akku habe wir jetzt leider noch nicht am Lager, wird aber vielleicht demnächst kommen. Ansonsten könnt ihr natürlich den Arbeitsspeicher oder SSD könnt ihr bei uns schon kaufen. Alles andere müsste man dann separat für euch beziehen, ist aber kein Problem. Das Display haben wir hier auch innerhalb von einer Woche bekommen. Wenn ihr also mal Probleme habt, einfach melden. Ich hoffe, das Video war ein bisschen interessant für euch und ihr habt ein bisschen mehr über das Notebook erfahren können.